Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Gestern hatte der Hellevator nun für alle Server offiziell geschlossen und ja, mich haben kurz danach zahlreiche, unabhängig voneinander betreffende Nachrichten von Zuschauern erreicht, die ja alle so ein ähnliches Problem auf ihrem Server gehabt haben, und ihr könnt mir mal sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob es bei euch auch so genau gelaufen ist. Falls ja, tut mir das auf jeden Fall leid, denn es ist momentan, ja, kann man sagen, ein Bug oder ein, sag ich mal, Ausnutzen der Spielmechanik irgendwo vorhanden, der es halt so ein bisschen unfair macht, im Hellevator ja, sehr schnell an sehr vielen Punkten zu geraten, und das Problem gab es bereits schon beim letzten Hellevator. Da wurde sich leider noch nicht drum gekümmert, aber ich versuche euch erstmal so ein bisschen das Problem zu schildern, worum es eigentlich geht. Und zwar mit der Einführung der Höllenangriffe hat die Community halt auch eben Mittel und Wege gefunden, das Ganze wieder so gut wie möglich für sich oder seine Gilde selbst zu optimieren, da das Maximum rauszubekommen. Ja? Und zwar gab es in der Vergangenheit Spieler, die aus ihrer eigenen Gilde über die Hellevator-Zeit rausgegangen sind und sich quasi eine eigene Gilde erstellt haben. Und das hatte halt den Sinn gehabt, dass sie alleine in der Gilde Höllenangriffe farmen konnten. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der jetzt roundabout ein bisschen, sagen wir mal, über Stufe 300 bist und stark genug dafür bist, die zweite Ebene hier zu besiegen, wo du quasi pro Tag 8000 Höllenmarken bekommen kannst, alleine durch den Höllenangriff, weil du ja alleine in diesem Höllenangriff drinne bist, ja, dann kannst du diese jeden Tag farmen. Auf 10 Tage sind das 80.000 Höllenmarken, die du farmen kannst, mit, wie gesagt, Stufe 300, so ungefähr, bisschen über 300, haben das viele Spieler gemacht, die halt eben sich so hoch gefarmt haben, unabhängig von ihrer Gilde, in einer Ein-Mann-Gilde alleine so, ne? Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, du bist für dich alleine und kannst richtig fett Höllenmarken stacken, um nachher am letzten Tag des Hellevators wieder in deine ursprüngliche Gilde zurück zu joinen, die Höllenmarken, die du dort gefarmt hast, mitzunehmen in diese Gilde und somit einen extrem kranken Boost zu verursachen, die halt eben deine Gilde extrem weit nach oben pushen kann. Das ist natürlich der Vorteil, der erstmal offensichtlich ist. Der Nachteil ist natürlich, in den 10 Tagen gehen dir natürlich sämtliche Boni flöten, die du durch deine Gilde halt eben einbüßt, wie zum Beispiel XP, Goldboni, die Gildenhydra, die du nicht jeden Tag, wovon du nicht profitieren kannst, etc. pp. Ja, also auf lange Sicht gesehen macht es für den einzelnen Spieler keinen Sinn, aber für die gesamte Gilde ist es unglaublich krass. Auf der ersten Ebene des Höllenangriffs bekommst du, glaube ich, 3000 pro Tag, auf der zweiten halt schon 8000 und auf der dritten 13.000 pro Tag. Ich weiß nicht, welche Stufe nötig ist, alleine die 3 hier zu besiegen. Wir können mal kurz hier reinschauen. Ja, wir haben hier den MC Cousin, ja, der zwar Stufe 600 ist, also der wird das wahrscheinlich, also so jemand wie den Account wird es nicht betreffen, aber es reicht ja schon alleine aus, wenn ihr die zweite Ebene besiegt, weil, um das mal ins Verhältnis zu setzen, aus unserer Gilde jetzt hier auf W50, wie viel, wenn ihr jetzt über die 10 Tage das rechnet, wie viel eigentlich 80.000 Höllenmarken sind, und das, wie gesagt, nur durch den Höllenangriff. Dann sammelt ihr ja noch die ganze Zeit eigene Höllenmarken auch noch, sodass ihr halt locker über die 10 Tage als Stufe knapp über 300er locker über 100.000 Höllenmarken kommt. Und jetzt passt mal auf, wo eigentlich so der Durchschnitt ist bei 100.000, ja, die Accounts. Wir haben hier Accounts, die Mitte 500 zu 600 sind, also 550er Accounts, sagen wir mal so, roundabout. Stufe 550er, die über 100.000 Höllenmarken farmen.
Und das steht halt überhaupt nicht im Verhältnis zu jemandem, der Stufe 300 ist. Und halt ein bisschen drüber vielleicht so. Ne? Also ich hatte jetzt öfter geschrieben bekommen von Zuschauern so, der war Stufe 330 oder 320 oder so. Ne? Also wie gesagt, es ist wirklich nicht weit über 300. Und diese Anzahl an Höllenmarken zu farmen, ja, auf der Stufe als einzelner Charakter ist schon immens. So. Und das haben wohl ein paar Gilden-Member auf verschiedenen Servern gemacht und haben sich dadurch halt eben im Rang deutlich nach oben kämpfen können, obwohl sie eigentlich gar nicht so viel Höllenmarken hätten farmen können, wenn sie halt eben so normal, sag ich mal in Anführungszeichen, gespielt hätten. Das Ding ist halt wieder, dass eine gewisse Mechanik, die neu in dem Game ist, wieder ausgenutzt wird von Spielern, die halt eben, das muss man so sagen, einfach so, ja, schlau für sich gelöst haben, so, ne? Und sich das halt eben zunutze machen. Ist das jetzt Bug-Abusing? Ich würde sagen, nein, weil weil das ja Shakes and Fidget irgendwo so hergibt, dass man diese Mechanik so nutzen kann. Ist es natürlich trotzdem verwerflich? Ja, schon irgendwo, ne? Also, weil es ist ja eigentlich nicht so gewollt. Auf der anderen Seite, was ist denn schon so gewollt, ne? Shakes and Fidget ist halt ein Spiel mit vielen Eigenarten, ne? Die Festung, Teilschutztaktik, Verteidigung nicht ausbauen zum Anfang ist sicherlich auch nicht so gewollt. Genauso wie es nicht gewollt ist, nackig in der Ehrenhalle rumzurennen, um sich Beutegold zu farmen, um sich droppen zu lassen, das ist sicherlich auch nicht so gewollt. Trotzdem wird es halt geduldet. So, ne? Was wird jetzt nun in Zukunft passieren? Also es wurde halt beim letzten Mal und dieses Mal leider nicht darauf geachtet mit dem Höllenangriffsfeature, dass eben ja, dort gewisse Spielmechaniken durcheinandergebracht werden können. Und ich bin jetzt auf dem momentanen Wissensstand, dass daran gearbeitet werden soll. Und zwar sollen die Höllenangriffsmarken, also nicht die Höllenmarken generell, die jeder Spieler hier so für sich farmt, ne? Also ich rede nicht von den gesamten Höllenmarken, sondern die Höllenangriffsmarken, die ihr zusammen mit eurer Gilde hier halt eben sammelt, die sollen einzeln auf ein Gildenkonto sozusagen gespeichert werden, sodass das quasi ein bisschen getrennt wird. Also jeder, der hier im Hellevator halt eben noch seine eigenen Ebenen pusht, der behält natürlich noch seine Marken und nach dem Wechsel nimmt er die auch noch in andere Gilden mit, halt mit einem gewissen Abzug und so, ne? Das steht ja hier auch alles in der Infobox und so. Wenn ihr da drauf klickt, ich weiß jetzt gerade nicht, wo jetzt hier die Infobox für den Hellevator jetzt ist oder ob die jetzt nicht mehr da ist. Auf jeden Fall zur Einführung, den ersten Tag, da gab es ja so eine kleine Anleitung zum Hellevator. Und da muss man halt eben mit einem gewissen Abzug irgendwo rechnen. So, ne? Aber dieses einzelne Höllenangriffsfeature, das soll halt eben so passieren, dass das eben intern auf einem Gildenkonto gespeichert wird, sodass man quasi als Spieler nicht mehr gebunden ist an die Höllenangriffsmarken, die man selbst gefarmt hat und die dann einfach mitnehmen kann, rausziehen kann und überall anders hingehen kann. So, ne? Das hat dann keinen direkten Einfluss mehr darauf. Und ich denke mal, das wird so der einfachste Fix sein, um halt eben dieses Problem zu lösen. Und ja, ich kann natürlich verstehen, dass es da ziemlich für Unmut gesorgt hat bei der Spielerschaft, die halt eben ja davon betroffen sind und dadurch eben ein paar Plätze eingebüßt haben, gerade eben kurz vor Schluss. Man denkt halt eben, okay, ja, man hat den Hellevator hier sicher für sich geschafft. Auf einmal sieht man dann, okay, jetzt haben die irgendwie 100.000, 200.000 mehr Höllenmarken auf einmal aus dem Nichts so. Das ist natürlich ziemlich ärgerlich, aber auf der anderen Seite ist es halt eben so, wie gesagt, diese Spieler, die sich bewusst dafür entschieden haben, eben das auszunutzen, diesen Exploit irgendwie so, ne? Die haben halt eben 10 Tage effektiv auf die Gildenboni verzichtet und also ich persönlich würde das nicht wollen. Also ich würde das nicht eintauschen wollen. Ja? Es ist natürlich für die Gilde ein ungemeiner Boost. Das kann man nicht abschreiben. Das ist schon wirklich krass auf jeden Fall. Ihr habt ja die Vergleiche gesehen. So die Spieler, die so 100.000 Höllenmarken haben, die befinden sich bei uns im Schnitt bei 550. Und das sind einfach Spieler, die knapp über 300 sind und dieselben Höllenmarken haben. Also steht überhaupt nicht im Verhältnis so. Ne? Aber diese Mechanik gibt es
jetzt erstmal nun mal. Ich hoffe mal, sie wird zum nächsten Elevator dann auch gefixt werden. Falls da was passiert, halte ich euch dahingehend auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden. Nur, dass ihr es mal gehört habt, weil ich jetzt gestern tatsächlich unabhängig voneinander von verschiedenen Leuten angeschrieben worden bin, dass ich da mal bitte meine Aufmerksamkeit drauf wenden soll, aber die sind sich da anscheinend schon bewusst und wie gesagt, das soll halt eben die Fehlerbehebung dann in Zukunft sein. Ja, Freunde, das war's soweit. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem einen nicen Elevator, ein cooles Event gehabt und ja, ansonsten hoffen wir mal, dass beim nächsten Mal dann alles soweit glatt läuft. Bis dahin, alles Gute euch, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.